Die Kabinengespräche sind Teil von einem Projekt, was den Schwerpunkt meiner Arbeit in diesem Jahr mitbildet. Und das Projekt beschäftigt sich mit dem Thema mentale Gesundheit. Um das dann quasi nicht nur in einem Vortrag zu hören, sondern in die Realität zu bringen, war die Idee, Spieler aus unserer Profimannschaft zu gewinnen für einen offenen Dialog in der Kabine, wo die Profispieler ein bisschen das Rollenmodell sind, also die Offenheit der Profispieler einfach ein Modell sein soll für die Jungs, um sich daran zu orientieren und dass sie auch in diesem Raum merken, hey, es ist okay, über unterschiedlichste Situationen zu sprechen und auch von den Profispielern zu lernen. Wir haben geplaudert, intensive Gespräche geführt. Die Jungs hatten auch ein paar wirklich gute Fragen. Ja, es ging schon ein bisschen auch ums Detail. Natürlich wollten sie ein bisschen was über meinen Werdegang wissen, meine Erfahrungen, die ich in dem Geschäft gemacht habe. Ich wusste natürlich, was auf mich zukommt und habe mir natürlich auch überlegt, was ich den Jungs mit auf den Weg geben will. Ja, und hoffe, dass sie einfach die Dinge, die ich ihnen gesagt habe, durch ihren Filter laufen lassen und vielleicht können ein paar Jungs davon profitieren, was mitnehmen, sich vielleicht nicht ganz so einen Stress machen oder eben auch andere ja, dann so ein bisschen ihren Ehrgeiz und ihr Durchsetzungsvermögen stärken. Und ja, ich hoffe einfach, dass es den Jungs gefallen hat, aber es hat einen guten Eindruck gemacht. Ciao, Jungs. Thomas Müller hat in seiner Karriere alles erreicht. Der ist bei Bayern groß geworden, der ist ein Vorbild für die Kinder, der ist für uns hier, für den Campus ein Vorbild. Diese Spieler, die müssen wir wieder versuchen, an die erste Mannschaft heranzuführen, wie einen Thomas Müller. Und von dem kann man nur lernen, man kann aufschauen zu ihm und kann sich ganz viel abschneiden. Und deswegen werden da die Kinder hellhörig sein und werden alles aufsaugen, was er ihnen zu sagen hat. Also eine wunderbare Geschichte. Müller gibt nochmal alles, versucht alles aus sich rauszuholen, verfolgt von Schmelzer. Müller vorbei an Weidenfeller. Müller, Bayern München ist Pokalsieger. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, es war auf jeden Fall eine coole Experience, den Jungs so meinen Werdegang zu erzählen, was ich durchgemacht habe, auch zu sehen, dass es immer noch so ist wie früher mit der Schule, wo ich mir damals auch dachte, es ist verrückt, so einen langen Tag zu haben. Und das war nochmal spannend zu sehen und ja, auch wie reif die Jungs schon sind. Und von meiner Seite auch eine gute Experience, ja, jungen Spielern was mitzugeben, was andere für mich getan haben und so anderen was mitzugeben. Ja. Sie haben mich gefragt, ob ich in Ihrem Alter schon feiern war. Das war ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ansonsten habe ich das, glaube ich, souverän hingekriegt. Ich glaube schon, dass auch selbst bei den Jungs hatte ich so das Gefühl, auch ein gewisser Druck da ist. Wir spielen ja auch schon bei dem größten Verein in Deutschland. Ich glaube, auch in der Jugend ist das dann so, dass man in die Spiele reingeht und sie gewinnen muss. Dementsprechend groß ist der Leistungsdruck und ich finde es auf jeden Fall super, dass ja, die Jungs auch bei dem Thema begleitet werden und ja, in der Hinsicht auch schon vorgearbeitet wird, dass sie da mit dem Thema richtig umgehen. Jetzt in deinem aktuellen Profi-Dasein, wie oft hast du in deinem Tagesgeschäft noch mit psychologischen Themen zu tun? Ich glaube, es ist oft nach Spielen so, weil du daran im Profigeschäft einfach immer gemessen wirst und das so das meiste ist. Und ansonsten Familienthemen, was auch immer, spricht man ab und zu mit der Familie. Aber es gibt immer wieder Punkte, wo du dich zurückholen musst und auch irgendwelche Methoden anwenden, um immer wieder da zu sein. Die Kunst ist es dann eben, bei denen wirklich, die auf Top-Level Leistungssport betreiben und auch in der Öffentlichkeit stehen, dass die an Tagen, an denen sie nicht top dastehen, dass sie trotzdem noch performen. Ein gutes Beispiel hat man da mal vor einer Weltmeisterschaft, haben wir einen Hermann Maier getroffen. Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, ich glaube 52 Siege oder so in seiner Karriere hat er gefeiert und er hat uns gesagt, bei nur 2 von diesen 52 Siegen hat er sich am Start wirklich gut gefühlt. Und darum geht es, dass du dann trotzdem die Performance lieferst, auch wenn du nicht jedes Mal das Gefühl haben kannst, so heute reiße ich Bäume aus. Also ich glaube, dass es eine Botschaft gab, die bei allen 3 Spielern sehr präsent war. Und das war, dass sie als
dass sie mehr sind als nur Fußballer. Es ging bei Serge vor allen Dingen auch darum, dass es für ihn auch wichtig ist, vor allen Dingen ein guter Mensch zu sein, der respektvoll, ehrlich und hilfsbereit ist und dass das für ihn eine enorme Wichtigkeit hat. Und bei Thomas und Leon auch beeindruckend, wie sie die Schule gemeistert haben neben dem Fußball und auch da die extreme Bodenständigkeit und ja, eine große Demut, die einfach aus den Antworten der Spieler zu lesen war. Und ich glaube, dass das auch bei vielen unserer Spieler sehr nachhaltig beeindruckt hat. Der Kopf entscheidet, die Mentalität entscheidet, ob man es dann ganz nach oben schafft oder eben nicht. Weil Fußball spielen können, tun sie alle. Aber ob es dann einer ganz nach oben schafft, entscheidet sich im Kopf. Und ob es einer wirklich will, ob er das Durchhaltevermögen hat, die Widerstandsfähigkeit und den Willen, einfach da durchzubeißen und den Weg ganz nach oben zu gehen. Die einen schwierigen Weg in der Jugend haben, einen steinigen Weg in der Jugend haben, bei denen ist die Chance, es zu schaffen, größer, deutlich größer. Und das sind dann auch die mental Starken.